Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Zum Abschied zeigt sich Tirana von ihrer besten Seite. Wir verlassen die Hauptstadt bei strahlendem Sonnenschein. Unser nächstes Ziel ist Berat im Südosten Albaniens. Dort finden wir einen schönen Platz, der uns endlich auch Katzen-Content beschert. Wir machen einen ersten Spaziergang in die Altstadt, lassen es aber langsam angehen. Abends begrüßt uns die Stadt mit einem Feuerwerk. Vielleicht markiert es aber auch nur das Ende des Ramadan. Am nächsten Tag erkunden wir Berat an beiden Seiten des Flussufers, wo wir Natascha und ihre Mutter kennenlernen. Wir sind in Berat angekommen, der Stadt mit den 1000 Fenstern, seit 2008 UNESCO-Welterbe und eine schöne alte Stadt, wie wir finden. Und von hier, von unserem Fleckchen aus, hat man einen herrlichen Blick auf die Altstadt. Wir sind hier einfach den Berg hochgelaufen, um einen schönen Spot zu entdecken, von dem aus wir filmen können. Und dann habe ich eine Frau entdeckt, die hier in ihrem Garten gerade so ein bisschen gegraben hat. Und die hat uns eingeladen, hat gesagt, kommt rein, ihr bekommt einen türkischen Kaffee von mir. Und ja, dann hat sie uns hier auf die Terrasse gesetzt zu ihrer Mutter und ist verschwunden und kam wieder raus mit einem Tablett mit 2 Kaffees und so einer Süßigkeit und eingelegte Kirschen, genau, und 2 Raki und super lieb und hat uns erstmal mit Händen und Füßen erzählt, dass sie in Düsseldorf gelebt hat. Und dann hat sie ihre Tochter angerufen, wo lebt die? In Dortmund, genau. Und mit der haben wir uns jetzt eben noch ein bisschen unterhalten, total nett. Und ja, solche Zufallsbekanntschaften sind einfach das Schönste auf solchen Reisen. Und wir haben einfach den perfekten Blick auf die 1000 Fenster. Also ein super, super schönes Erlebnis hier gerade. Zum Abschied frage ich Nataschas Mutter, ob ich sie fotografieren darf. Als Fotograf fasziniert mich ihr wunderschön gealtertes Gesicht. Am Fluss stoßen wir auf eine kleine christlich-orthodoxe Kapelle mit bunt geschmücktem Altarraum. Wir genießen die Abendsonne und einen letzten Blick auf Berat und den Fluss Osum. Am nächsten Morgen, kurz vor unserer Abfahrt, spiele ich noch ein bisschen Gitarre, was einen Einheimischen anzieht. Mit ihm teile ich gerne mein Instrument. Okay. Great. So you play piano normally? Yes, Okay. piano and guitar. For guitar for 3 years? 3 months. Months? What? Yes, for no play. Oh, great. Headed down south, land of the pine, summing my way into North Carolina. Staring up the road, I pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of Duckwood flowers. I'm hoping for Raleigh I can see my baby tonight.
Nach der Stadt zieht es uns wieder raus in die Natur. Nach 2 Tagen an diesem Fluss machen wir uns jetzt auf in Richtung Korovoda. Dort gibt es eine spektakuläre Schlucht. Wir müssen schauen, wie weit wir mit unserem Wagen da ranfahren können. In Berat hatten wir ein Pärchen getroffen, die mit einem 4-Wheel-Drive unterwegs waren, so einem richtigen LKW. Und die haben uns schon so ein bisschen gewarnt, sage ich mal. Insofern, ja, schauen wir mal. Die ganzen Vorbereitungen für so eine Tour sind sowieso immer tricky. Für uns ist immer der Moment, so wie jetzt, wenn wir abfahren, so ein bisschen mit Nervosität verbunden, obwohl wir, ich glaube, schon 30 Mal irgendwie irgendwo abgefahren sind. Müssen wir immer wieder im Kopf so eine Checkliste durchgehen. Sind alle Fenster zu, sind alle Schubladen verriegelt, ist der Kühlschrank zu? Wir haben alles schon erlebt, dass wir nach der ersten Kurve plötzlich die Kühlschranktür aufgeht und Joghurt und all so ein Gedöns dann irgendwie rausflog. Das ist zwar immer irgendwie ganz witzig, aber nervt eben auch, weil man damit die Abfahrt nur in die Länge zieht. Genau, deswegen, wir werden jetzt hier gleich nochmal im Kopf unsere Checkliste durchgehen und melden uns dann später wieder. Auf dem Weg zum Canyon machen wir Halt in Korovode. Wir sind im Süden Albaniens angekommen, stehen hier am Korovade Canyon. Unter uns fließt der Osum, hat sich eine tiefe Schlucht in den Fels gegraben und erzeugt, wie man sehen kann, damit spektakuläre Ausblicke. Wir haben heute Nacht so ein paar 100 Meter von hier gestanden und eine sehr schöne, ruhige Nacht verbracht. Ja, und auch wenn wir klingen, immer gleich klingen oder wie die Albanien-Groupies, auch hier ist es sehr, sehr schön landschaftlich und ja, es gefällt uns richtig gut. Am nächsten Morgen regnet es zur Abwechslung mal wieder. Aufgrund des Warnschildes nehmen wir lieber den sicheren Weg entlang des Flussbettes. Wir nutzen unsere kleine Wanderung durch die Schlucht, um eins unserer Hochzeitsgeschenke hier zu versenken, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben von sehr lieben Freunden so ein Wunschset geschenkt bekommen, bestehend aus 3 Steinen. Und auf diese Steine soll man seine Wünsche schreiben und ja, die Steine dann sozusagen der Natur zurückgeben. Und dann würden eben diese Wünsche hoffentlich in Erfüllung gehen. Wir haben das lange aufbewahrt, weil wir den richtigen Zeitpunkt finden wollten. Ja, bei uns ist es heute tatsächlich soweit.
Weiter geht es in den Süden. Wir benötigen Wasser und legen einen Zwischenstopp in Flore ein. Der Waldcampingplatz macht seinem Namen alle Ehre mit kalten Duschen und modrig riechendem Wasser. Dafür ist sein in Schweden aufgewachsener albanischer Besitzer umso herzlicher. Wir fahren ohne Wasser weiter. Dafür kommt das Wasser von oben, als wir den 1000 Meter hohen Logora-Pass anfahren. Er teilt das Adriatische Meer im Norden vom Ionischen Meer im Süden Albaniens. Nach dessen Überquerung scheint auf der anderen Seite wieder die Sonne. Malerische Bergdörfer wie Dermi und Himare laden zu einer Kaffeepause ein. Entlang der Küstenstraße sehen wir endlose weiße Strände und türkisfarbenes Wasser. Wir freuen uns schon auf einen schönen Stellplatz am Meer. Kurz vor unserem Tagesziel finden wir eine Wasserquelle, an der auch Einheimische ihr Trinkwasser zapfen. Wir kommen in Sarande an und verlassen es gleich wieder. Hier etwas außerhalb verbringen wir die Nacht und fragen uns, ob die Katze aus Berat uns so gefolgt ist. Ich sitze hier und bin ein bisschen frustriert. Ich hatte mich so gefreut auf die Küsten im Süden von Albanien. Wir sind gestern von Flore hier runtergefahren nach Sarande und wollten auch noch Zamil angucken. Ich hatte über beide Orte gelesen, dass sie tolle Sandstrände haben und türkisblaues Wasser. Das ist theoretisch auch so, aber leider ist die Küste hier unten komplett verbaut. Und damit meine ich auch komplett verbaut, komplett zugebaut bis auf den letzten Winkel. Wir fanden es weder schön, noch konnten wir einen Stellplatz finden, an dem wir einigermaßen gerne gestanden hätten. Und so sind wir am Ende abgebogen und ja, haben jetzt hier auch Wasser gefunden, stehen jetzt hier heute Nacht an diesem Bach und hoffen auf Griechenland. Ja, wir hoffen darauf, dass wir dann in Griechenland ein paar schöne Strände finden, an denen wir schnicken können. In der Nähe unseres Stellplatzes in Mesopotan liegt die St. Nikolaus-Klosterkirche. Sie wird auf das 13. Jahrhundert datiert.
Reliefe deuten auf süditalienischen Einfluss hin. Wir fahren weiter, um kurz darauf ein blaues Wunder zu erleben. Das sogenannte Blaue Auge im Nationalpark Seri i Calter ist eine Flussquelle, die mit 6 Kubikmeter pro Sekunde die wasserreichste Quelle Albaniens ist. Die tiefblaue Farbe im Sonnenlicht entsteht durch den hellen Kalkstein. Unterwegs helfen wir noch schnell einem Einheimischen über die Straße. Es geht nach Gjirokastra, unserer letzten Station in Albanien. Auch Gjirokastra im Süden Albaniens ist mit ihrer Altstadt und der Burg seit 2005 UNESCO-Welterbe. Wir sind heute in Gjirokastra im Süden Albaniens und dieser wunderschöne Ort markiert auch das Ende unserer Zeit in Albanien. Wir haben die Zeit hier wirklich sehr genossen. Das Land hat uns total begeistert, sehr, sehr nette Menschen, sehr offen, fantastische, spektakuläre Landschaft und ja, es ist einfach so ein Land im Aufbruch, man merkt das und ja, wie gesagt, für uns die große Überraschung. Gjirokastra ist eine sehr alte Stadt, wunderschöne Altstadt, die gerade hier liebevoll restauriert wird. Über der Stadt thront eine riesen Burganlage, sehr imposant. Und wir genießen die letzten Stunden in Albanien, freuen uns natürlich auch auf Griechenland und würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr dieses Video liked und teilt. Und wir melden uns wieder aus Griechenland. Wir verlassen Albanien. Manch einer aber scheint hier hängen geblieben zu sein. Wir könnten es verstehen. Unseren letzten Abend verbringen wir in Antonios Taverne. Tschüss, Albanien.